Etappe 16 vorbei an Bamberg schon. Für jeden Euro lohnt es sich, die Beine zu drehen. Fühl mich abgefuckt und verloren, bin fast jede Nacht durchgefroren. Wenn die Panik kickt und ich dann alleine bin, hey, dann frag ich mich, macht das alles einen Sinn? Yeah. Jetzt steh ich am Abgrund, wie krieg ich die Nacht rum? Leg ich am Boden, ziehst du mich nur nach oben? Immer wenn ich bei dir bin, ist der ganze Scheiß nur halb so schlimm, weil ich bei dir zu mir finde, du machst alles egal. Sehr kalt, der Odenwald hat mich ganz schön gefordert. Thomas, der Overnight-Host. Die Laura hat das alles angezettelt. Geleitschutz für die letzten Meter. Von Sylt bis nach Spanien. Also Elmar, Hut ab, Chapeau, alles Gute für dich. Oder ist es beides gewesen? Ja, Erholungsgrad während der Tour hatte ich schwieriger erwartet. Das ging eigentlich ganz gut. Und schlafen an sich kann ich ein Glück überall ganz gut. Auf die Ruhetage hin in Köln war das in Ordnung. War ich ein bisschen schlapp, aber ging noch. Und der zweite Ruhetag in Stuttgart, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut. In Spanien dann nachher tatsächlich der Tag in Palencia nochmal vor den letzten 2 Etappen, der dann ein bisschen kürzer ausgefallen ist als geplant. Ich glaube, da an dem Tag eine Etappe fahren wäre schwierig geworden. Also da habe ich mich richtig leer gefühlt, wo ich ankam. Etappe 17, boah, direkt wieder angeregnet. Und so kalt, dass ich sozusagen erstmal mit mir und warm bleiben beschäftigt war. Die schöne Pfalz und noch viel schöner, weil nicht mehr allein. Ich habe mir den Sascha aufgegabelt, alter Weggefährte aus der Radwelt. Wir haben uns kennengelernt in Riva. 11, 12 Jahre, glaube ich. Der hat sich trotz Regen heute eingeklinkt. Wobei mit Sascha wird's trocken, sau stark. Immer wenn ich bei dir bin, ist der ganze Scheiß nur halb so schlimm, weil ich bei dir zu mir finde, du machst alles egal. Immer wenn ich bei dir bin. So eine schöne Felswand. Hier Tipps von links. Der klingt anders, ist auch anders. Der Sascha hat abgedreht, aber in der Pfalz ist schön, habe ich immer Begleitung. Der Patrick hat sich eingeklinkt, der bringt mich jetzt ein paar Meter weit. Dann kann ich jedes Mal von Heimat singen, als würde jeden Tag der Mai beginnen. Immer wenn ich bei dir bin, dann verschwinden die Geister aus meinem Kopf, wirf meine Zweifel so leicht aus dem 13. Stock. Guckt euch das an. Boah, das pusht gerade richtig. Mal in der Sonne losfahren. Heute geht das erste Mal Richtung Heimat sozusagen. Viele Menschen hier im Remstal. Ein Selfie. Da hinten ist noch ein Selfie. Der Christoph, hier auf dem Zeitverrat, der hat trotz Krämpfen beim Schwimmen Ironman gefinisht und hat gesagt, wenn das Ding gut geht, will er was spenden. Und der Selvi hängt ja beim Bikesports drin, der doppelt sozusagen nochmal auf. Ich würde sagen, es hat genau 1,5 Tage gedauert, bis ich kein Gefühl mehr hatte, wann ich wo bin. Also ich wusste nicht, wo ich in Deutschland bin manchmal und ich hatte vor allem kein Zeitgefühl mehr. Dabei vermisst habe ich geregelt, morgens meinen Kaffee an den Start zu kriegen. Also einfach irgendwo hinlaufen zu können, Kaffeemaschine an. Wenn wir im Hotel geschlafen haben, war das in Ordnung.
Aber es gab eben auch Konstellationen, wo Ferienwohnungen, wo wir nicht direkt einen Bäcker am Start hatten und ich erstmal ohne Kaffee losfahren musste. Das heißt, das habe ich arg vermisst. Etappe 19. Es ist mal wieder nass. Beinchen drehen, okay. Wieder 208 Kilometer heute auf Programm. Für die gute Sache. Gestern schönen Support im Remstal in der Heimat gehabt. Von den Selby-Brüdern, dem Christoph. Es war super geil. Und ich war mal trocken. Aber ein Tag hat auch gereicht. Nicht Spaß. Ich hätte schon auch 2 Tage vertragen. Also meine Route ging erstmal wieder als Rennradler ins Bett gegangen und als Graveler wieder aufgewacht. Auf zur nächsten 220 und weiterhin spenden, spenden, spenden. Ich mache Kilometer. Heute geht's mir nicht gut. Die Beine sind komplett leer. Hey, Abendsonne, Tag überlebt. Um ehrlich zu sein, habe ich heute nicht immer dran geglaubt, dass ich ankomme. These legs. Kaputt. Einfach kaputt. Also ich hatte tatsächlich den Plan auf der Tour, so normal wie möglich zu essen. Tatsächlich hatte ich auch Riegel dabei. Nach 6 Tagen, muss ich sagen, hingen die mir schon richtig zum Hals raus. Also schlimmer wie gefühlt früher im Trainingslager. Und dann aber das normale Essen ging tatsächlich relativ gut. Das heißt, wir hatten mittags von Schnitzel, Pommes, Currywurst über indisch, asiatisch, ganz normal, gut bürgerlich. Also alles Mögliche dabei, italienisch. Das hat alles ganz gut funktioniert, auch ohne, dass ich nach dem Essen nicht richtig weiterfahren konnte. Bäcker ging auch immer, das war so der Standard, immer nach 50, 60 Kilometern zum Bäcker. Hinten raus habe ich fast keine Riegel mehr zu mir genommen. Also da habe ich ein bisschen den Bruch gehabt mit der Sportlernahrung. Etappe 21. Die Sonne scheint, strahlblauer Himmel. Das erste Mal so richtig. Was für ein Wetterle. Gestern einen extrem schlechten Tag auf dem Rad gehabt. Ab Minute 1 die Beine nicht rumgekriegt. Fühlt sich heute ein bisschen besser an. Aber weiter geht's. Weiter am Schutz. Die letzten 30 habe ich Windschatten. Das ist unser Overnight-Host Daniel. Etappe 22. Ich befinde mich immer noch bei meinem Freund Daniel im Windschatten. Weltklasse. Der drückt mich hier gerade zum Blautopf. Und da bin ich mal gespannt,
hat sich der ein oder andere angekündigt, um ein bisschen Windschatten zu geben. Also heute Heimat-Etappe. Stuttgart gestreift, haben wir schon hinter uns. Heute geht's nach Stuttgart. Etappenziel. Das ist morgen Ruhetag. Freue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Hier. Timo am Start, seit Blautopf. Du bist größer geworden. So, die Kriegstruppe hat uns eingesammelt. Hallo. Und wieder hinterher. Wir sind schon wieder mehr geworden. Bisschen verrückt. Na, war jetzt 4 Wochen nicht hier. Guten Morgen. Hallo? Na, Und? schneller, danke. Heute Abend. So, Stuttgart angekommen. Heute im Vietzen Stelp Special. Ich drehe mal hier rein. Timo und Timo. Schön machen. So, Jetzt. jetzt ist interviewtauglich. Serkan, hau mal schnell raus, wer du bist und was Stelp macht. Ja, Serkan Erden, der Gründer von Stelp. Und was macht Stelp? Wir sind vor allem in Krisen- und Kriegsregionen unterwegs. Also im letzten halben Jahr war ich in der Ukraine, in Afghanistan, in Syrien, im Erdbebengebiet in der Türkei. Und dort versuchen wir, größtes Leid zu lindern. Ich habe Serkan vor Jahren angeschrieben, dass ich es cool finde, was sie machen. Und seitdem bin ich bei Stelp praktisch engagiert, versuche meinen Tropfen reinzuwerfen, zu netzwerken, Kontakte zu pflegen oder auch Möglichkeiten zu schaffen. War schon ein paar Mal mit auf Projekten in der Türkei und ja, finde es einfach eine geile Hilfsorganisation. Tipptopp. So, und ich radel natürlich hier durch die Gegend und habe 4 Organisationen ausgewählt, unter anderem Stelp. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und der Timo macht es ein bisschen nach, deshalb sitzt du hier im Radtrikot. So ist es. Du machst einen Triathlon noch. Ich mache noch einen kleinen Triathlon in 4 Wochen und habe auch ein paar Sponsoren gefragt, ob sie mir ein bisschen Geld geben, natürlich auch für einen guten Zweck für Stelp. Und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Genau, und dem Serkan sieht man es zwar nicht an, aber den haben wir heute auch aufs Rad geworfen. Ist die letzten Kurzes 10 Stück. mitgefahren. Aber ihr geht vor allem in Krisenregionen oder, also wenn man jetzt sagen würde, welche Art der Hilfe leistet ihr, was wäre da der Kurzpitch? Gibt eigentlich keinen Fokus. Also dort, wo Leid herrscht, versuchen wir Leid zu lindern. Wir holen kleine Mädchen von Müllhalden auf in Nepal und bieten ihnen eine Schulausbildung. Wir helfen tatsächlich in Kriegssituationen und evakuieren dort Menschen. Wir bauen Waisenhäuser in Tansania, Suppenküche in Jemen. Suppenküchen in Jemen, also tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also versuchen dort zu helfen, wo der eingesetzte Euro einen großen Impact hat. Das ist uns ganz wichtig. Okay, und für was steht Stelp? Für Stuttgart und Help in einem Wort, also zusammengeschoben sozusagen. Okay, aber da dürfen nicht nur Stuttgarter mitmachen wahrscheinlich? Auf gar keinen Fall. Da darf jeder mitmachen, wer möchte, weltweit. Einmal dir noch eine gute Fahrt und geil, was du machst. Ja, vielen Dank. Ja, 1000 Dank dir, ernsthaft. Also geile Nummer. Und ich habe zum ersten Mal wieder Sport getrieben seit ungefähr 25 Jahren. Danke dir dafür. Dann war es noch für mehr gut als nur für Spendengelder und Spendenziel ist noch nicht erreicht, von dem her weiter reinhauen. Let's go. Dann Leberkäsebrötchen, bisschen was war noch, eine Brezel und eine Geile Typen, die waren dabei, mich abholen, aber kommen jetzt erst gerade an, haben es aber durchgezogen. Ja, über die Tour hinweg habe ich natürlich nicht nur Radsporterlebnisse gehabt, war mir gar nicht so bewusst, ist mir dann immer bewusster geworden, habe ich so eine kleine Klo-Studie durchgeführt. Es gibt über Deutschland oder Europa verteilt extrem unterschiedliche Klohöhen. Also von ganz hoch, wo schier ich nicht zum Boden kam, bis irgendwie musste man in die Hocke runter. Irgendwie ist es
aufgefallen und im Hirn geblieben. Das war echt verrückt. Und wie geht's dir nach einem Tag daheim? Entschuldigung. Gut noch. Jetzt mal schauen, was die Beine gleich sagen. Die sind zumindest mal ein bisschen ausgeruht. Okay. Gestern war es ja ein ruhiger Ruhetag als eigentlich gedacht. Und ist okay, von daheim wieder zu gehen? Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber vielleicht kommt es gleich noch. Aktuell habe ich Bock weiterzufahren. Ciao, ciao. Etappe 23. Geht hier raus aus Stuttgart. Gerade Kaltental entlang. Die Heimat. Nochmal verlassen. Das ist das Drittel der Tour. Gestern Ruhetag. Beine sind ja ein bisschen gummrig. Aber es geht. Jetzt auch nach Vaihingen raus aus Stuggi. Letztes Drittel nochmal Beine drehen für einen guten Zweck. Also ich dachte ja, das Losfahren wird irgendwie weird. Aber viel weirder war jetzt 1,5 Tage bei sich selber Gast zu sein. Ganz crazy. Musste ich, man packt seinen Kulturbeutel nicht aus. Etc. etc. Hat alles so im Anschlag, was sonst normal ist. Im Hotelzimmer oder bei unseren ganzen geilen Overnight-Hosts. Komm schon hier in Sauerstoffnot. Aber daheim irgendwie so Koffer nicht auspacken, nur schnell waschen, wieder einpacken. Ja, ganz verrücktes Setup. So nämlich, jeder kann die Straße benutzen. So viel wie wir sind alle gleich. Geben, nehmen, questo siamo noi. Denkst du, die Welt hört dir und deiner Stimme nur zu? Heute läuft die Suppe. Guckt euch das mal an. Er ist und bleibt ein treuer Begleiter. Triberg hat mich gefordert. Alter, what a ram. Mal wieder nicht geguckt, was ich da zusammengeplant habe. So viel wie wir sind alle gleich. Geben, nehmen. Siamo tutti uguali, du lo sai. So viel wie wir sind alle gleich. Geben, nehmen. Questo siamo. Etappe 24. Wie immer, oder fast immer, Start im Regen. Der hält sich hartnäckig. Super coolen Abend bei unserem Overnight-Host Eddie gehabt mit Family. Ich bin reich beschenkt worden. Die Emma hat mir einen Ring gebaut. Den trage ich in Ehren. 208 Kilometer Richtung Oberstdorf, letzte Deutschland-Etappe. Hoffentlich in ein bisschen trockeneren Wetteraussichten. Moment. Hui. Kurz einheimlich hier drumherum fetzen. Letzte Deutschland-Etappe, genau, Oberstdorf. Und dann haben wir Deutschland einmal durchquert. Und dann geht's Richtung Schweiz, Frankreich, Spanien. It's wet. Ich verstehe es nicht. Regenjacke habe ich, Weste habe ich, Füße sind schon nass. Wir sind am Leben, wissen oft nicht, was das heißt. Wir sind verschieden, doch wir lieben alle gleich. Sevene güzel dir hayat. Das Leben hat uns so gemacht. Die Herzen im Takt, gemeinsam am Start. Sevene güzel dir hayat. Siamo tutti uguali, du lo sai. So viel wie wir sind alle gleich. Geben, nehmen. Siamo tutti uguali. So viel wie wir sind alle gleich. Geben, nehmen.
Etappe 25. Ich bin nicht allein. Der Stefan hat uns zum einen pennen lassen, zum anderen begleitet er mich ein Stück. Und wartet hier natürlich mit brutaler Landschaft auf. Wir sind gerade losgefahren, noch kann ich reden. Heute geht's Richtung Schweiz. Wir drehen mal die Beine. Bye bye Germany. September bin ich wieder da. Frisch geduscht, angekommen in Olten, eine Station vor Bern. Tatsächlich ist das Wetter jetzt endlich mal so, dass unser mitgebrachtes Hotelzimmer funktionieren kann. Rad ist geparkt und heute wird dann mal hier Campwerk-Equipment ausgepackt und schaut's euch an. Mit Oberlicht. Guten Morgen aus der schönen Schweiz. Etappe 26. Heute geht's von Olten nach Bern und ich werde Ilewe treffen. Schicken Brillen, die ich auf habe. Wollen wir mal an, was die so treiben. Ihr glaubt nicht, wer schon wieder Richtung Regen fährt. Natürlich, c'est moi. Was soll das? Ich versteh's nicht. Ich weiß, du kannst es gar nicht sehen. Mir geht es auch genau wie dir. So, die letzten 20 nach Bern. Begleitung von der Silvia und vom Simon. Jetzt aber von Ilewe, da kommen wir nachher eben. Spreche ich es richtig aus? Ilewe? Gut. Da kommen wir nachher im Büro an. Das kriegen wir schon hin. Und alles andere sehen wir dann morgen. Yeah. Angekommen bei Ilewe. Und jetzt schauen wir mal, wo die hier hausen und was die hier so treiben. Das kriegen wir schon hin. Und alles andere sehen wir dann morgen. Yeah. Andremo via da qui. Sag mal ganz schnell, für was steht Ilewe? Englisch ist eine alte Berner Geheimsprache und bedeutet übersetzt Fahrrad. Hinter Ilewe versteckt sich unser Startup. Wir machen Korrektur und aber auch vor allem Sportbrillen im 3D-Druck, reduziert auf das Wesentliche. Sehr viele ergonomische Daten in der Brille, also in der Nasenauflage und dem Bügel, mit dem höchstmöglichen Tragekomfort, mit sehr reduziertem Design. Kann sehr gut das zusammenbauen, auseinandernehmen und aber auch, wenn mal was passiert, auch etwas ersetzen. Das Startup ist jetzt etwas mehr als 2 Jahre. Juni 2021 haben wir gegründet. Lanciert haben wir die Sportbrille, das erste Modell im November vor 1,5 Jahren. Also jetzt eigentlich unsere zweite Saison, sage ich mal. Genau, gestartet mit der Nummer 1, mittlerweile bei der Nummer 4, entwickelt zusammen mit Fabian Cancellara, der mittlerweile auch bei uns in der Firma drin ist. Sehr wertvolle Partnerschaft und ja, das Resultat ist dieses Modell. Genau. Online auf ilewe-district.com, Online-Shop, genau. Und dann selektierte Stores, spezialisierte Fahrradhändler oder aber auch zum Beispiel das Radcafé in Stuttgart. Vitzen, genau. Ist ein Zufall, ist wirklich nicht geplant. Store in Deutschland, genau. Ja, überall dort, wo es so ein bisschen spezielle Sachen gibt, die man nicht überall kriegt. Und Simon und Silvia sind heute mit mir eine Runde Rad gefahren, kurze Runde, eine entspannte. Jetzt werden die Etappen wieder länger. Grazie, dass ihr mich unterstützt an der Stelle. Und deine Unterstützung. Jeder, der so eine Brille mal anprobieren will und aus dem Stuttgarter Raum kommt, kann im Vizen vorbeikommen. Da kann man die aufziehen, kann sie auch mal mitnehmen für einen Testride und ansonsten bei Ilewe District auf der Website stöbern. So, bisschen Sightseeing in Bern, damit wir auch mal ein bisschen was gesehen haben.
sonst heizt sich ja durch die Sachen einfach immer durch oder dran vorbei. Ja, am Anfang war natürlich die Motivation groß, loszufahren. Da macht man die ersten Meter. Da war der Gegenwind gar nicht so stark, das lief ganz gut. Und dann mit den Knieschmerzen kamen so die ersten kleineren Problemchen, wo man einfach dranbleiben musste. Das heißt, man wird natürlich extrem langsam. Hatte ich mir natürlich so nicht vorgestellt. Dann fängt man ganz anders einzuteilen. Heißt, ich habe dann immer gesagt, ich fahre jetzt mal 10 Kilometer los, versuche reinzukommen. Macht man so die ersten 40, 50, 60 voll für den ersten Bäckerstopp. Guckt man mal, wie gut es bis dahin läuft. Dann macht man mal die ersten 100. Und so habe ich mich peu à peu nach vorne gearbeitet. Etappe 27. Heute geht es von Dieterswil, ein bisschen oberhalb von Bern, nach Frankreich. Gerade losgefahren. Beine fühlen sich gerade noch ganz gut an. Schönen Abend gehabt mit meinem alten Schulfreund Stefan. Könnte nachher aber auch heiß werden, gell? Ui, ui, ui. Das kriegen wir schon hin. Und alles andere sehen wir dann morgen. Yeah. Andremo via da qui. Vedrai sarà così. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und klar gab es dann diese Regentage, 240 Kilometer Regen schräg von vorne ins Gesicht bei Gegenwind bei 9 Grad. Boah, ja, da war es manchmal schon so, dass ich Motivationslöcher hatte, aber dann habe ich mir mal vorgestellt, dass ich mir das ja selber aussuche oder ausgesucht habe und dass manche eben ihre Challenges nicht selber wählen können. Gerade auch im Kontext der Organisationen, die irgendwie 2 Jahre gegen irgendwas ankämpfen müssen und das nicht wollten. Das hat eigentlich immer ganz gut geholfen. Aber an sich hatte ich tatsächlich nie den Moment, dass ich morgens dachte, ich habe keinen Bock aufs Rad zu steigen. Also das hatte ich erstaunlicherweise. Das habe ich vielleicht mit gerechnet, wo ich losgefahren bin, aber hatte es nicht. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegen wir schon hin. Rad losgerollt im Rhontal. Das kriegen wir schon hin. Guter, rauer, südfranzösischer Asphalt. Merke langsam, dass ich schlecht hinterherkomme mit Auffüllen. Aber ansonsten linke Knie hat gestern gezwickt. Das macht gerade einen okayen Eindruck. Immer noch leicht bewölkt. Aber es soll Richtung 40 Grad gehen heute. Also mal schauen. Jetzt mal schnell noch ein paar kühle Kilometer machen. Mich hier nicht umfahren lassen. Weiter spenden, weiter spenden, weiter spenden. Letztes Drittel läuft. Ich bin motiviert. Aber wir brauchen noch ein paar Euros. Gas geben, Gas geben. Let's go. Ich hab heute Rückenwind und so viel Großes vor. An jeder Ecke singt die Welt für mich im Chor. Fühlst du dich manchmal auch wie eine leere Batterie? Ich geb dir ein bisschen ab von meiner Energie. Ziemlich warm von oben und von unten. Silenzio, ascoltami per un momento, stop. Silenzio, e canta con me insieme. Hep per haber, e cantiamo tutti insieme. Hep per haber, das Leben ist schön. Etappe 29. Glutofen, Südfrankreich. Richtig, richtig heiß gestern. Voll leck. Da war es schon richtig, richtig happig. Hinten raus. Heute wird es wohl nicht besser. Jetzt gerade mal den ersten kleinen Anstieg. Beine sind okay. Aber es zerrt an der Energie. Spenden sammeln. Das ist das Ziel, es motiviert. Dranbleiben.
Ascoltami per un momento, stop, silenzio e canta con me insieme. Dai, cantiamo tutti insieme. Das Leben ist schön. Dai, cantiamo tutti insieme. Das Leben ist schön. Ti canto una canzone. Kuchenzerstatten! Ansonsten werde ich weit gekocht. Weich gekocht, nicht weit. Kann schon nicht mehr reden. Alter. 40 Grad lassen auch mich nicht kalt. Alter. Tschüss, tschüss. Canta con me insieme. Dai, cantiamo tutti insieme. Das Leben ist schön. Etappe 30. Gerade ein bisschen abwehren. Fahrerwechsel, mit Begleitfahrzeug. Maike macht sie auf dem Heimweg. Meine Mama übernimmt. Das ist gar nicht so schlimm. Aber war schon Maximum Premium Support die letzte Zeit. Und auch die Launen, die man dann mitbringt, einfach kommentarlos ausgehalten. Eigentlich geht's jetzt wieder in Gluthofen, aber gerade muss ich erstmal so klarkommen. Von bis hier nach Andorra. Ja. Einfach dankbar für den Support. Urlaub aufgeraucht. Ich bin gerade mal zu fangen und radel mal ein bisschen. Windschatten aus München. Der Benny von Frames for Good. Da ist er. Bonjour! Voll motiviert. Drückt hier ein 40er Streifen durch die Gegend gefühlt. Aber für mich gut, bisschen Windschatten. Auf dem Weg nach Spanien. So nice! Abgekühlt und what a view! Keine Ahnung, ob man das sieht auf der Kamera. Verschmierste Linse der Welt. Boah, ich muss Linse putzen. Es gab natürlich harte Momente auf der Tour. Gerade eine Abfahrt im Regen durch den Odenwald hochgefahren und dann Abfahrt gefahren bei 9 Grad. Mir war es arschkalt, um es mal so ordinär zu sagen. Da habe ich schon mal kurz gehadert, beziehungsweise da ging es noch und dann hat es aber noch mal richtig angezogen, was Regen angeht. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt hat er mich gleich. Das kann ja nicht wahr sein. Aber vom Radsteigen den Moment gab es tatsächlich nicht. Also dass ich irgendwie gesagt habe, jetzt rolle ich noch 3 Meter, da vorne halte ich an. Hatte ich ein Glück nicht, auch nicht bei der Hitze, dann nachher in Spanien. So Momente, wo ich dann erstmal einen Riegel gegessen habe und ein bisschen rollen lassen habe und dann mal gucken und dann ging es irgendwie dann wieder so. Jetzt fährst du halt mal bis nach da vorne und dann fährst du bis zum nächsten Ort und dann irgendwie habe ich mich immer rumgekriegt. Guten Morgen! Etappe 31. Es geht nach Monzón, also weiter durch Spanien, 227 Kilometer. Die Beine drehen okay, ganz schön frisch hier gerade. Sieht nicht so aus, aber tatsächlich 17 Grad. Also noch angenehm, aber wir steuern wieder auf die 42 nachher zu. Heute Morgen noch entdeckt, dass ich die Etappe nach Valencia über 260 Kilometer geplant habe.
Bist du bescheuert? Gibt's doch gar nicht. Das wird nochmal eine Herausforderung, oder? Fuck! Und ich komme aus der Nummer nicht raus, weil ich die anderen Etappen nicht mehr großartig umschmeißen kann. Aber wir schaffen das. Vamos, vamos! Erster Gipfel des Tages. Meine Mom fährt Auto. Wir lernen gerade noch, wo Passschilder sind, aber das wird. So richtig vorfahren ist nicht, wa? Hält fest! Mal wieder auf der Jagd des Begleitfahrzeugs.